Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem spätsommerlichen Langen, respektive Egelsbach. Ich bin zu Hause im Homeoffice. Ich darf euch alle begrüßen zu einem Webinar heute mit Ansgar Becker, dem Entwickler von Heidi SQL. Und wir werden uns heute im Laufe der nächsten halben, dreiviertel Stunde einfach mal ein bisschen über Heidi SQL unterhalten. Im Sinne von, ja, warum Heidi SQL? Was ist das denn überhaupt? Wo kann mir das helfen? Kann man den Entwickler auch unterstützen und so weiter und so fort. Ansgar ist mir schon zugeschaltet. Hallo Ansgar. Ja, hallo, Matthias. Ja, wir nutzen zwecks dessen eine Software namens GoToWebinar. GoToWebinar ist relativ unidirektional. Das heißt, ihr könnt uns hören in erster Linie. Wir werden gleich auch noch ein bisschen was zeigen. Wir haben jetzt an der Stelle auch nichts Großartiges vorbereitet. Ich könnte jetzt hier auch mal meinen Bildschirm so weit übertragen. Ha, da sieht man jetzt ein wunderschönes Bild von uns beiden. Im Prinzip das, was man vorhin auch schon in der Begrüßungsnachricht gesehen hat. GoToWebinar, wie gesagt, ist relativ unidirektional. Das heißt, ihr könnt uns Fragen stellen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die Hand zu heben. Für alle, die mich jetzt an der Stelle einfach mal hören, bitte einfach mal die Hand heben, sodass ich das sehen kann. Bernd Skrebbers und so weiter und so fort. Christian Hetsch, wir haben eine ziemlich volle Hütte an der Stelle. Haben alle die Hand gehoben, vielen Dank. Das heißt, man kann uns soweit hören. Ich setze auch mal alle Hände wieder runter. Der zweite Bereich ist ein Fragenbereich, den ich jetzt hier momentan sehen kann. Da kann man auch über Chatnachrichten direkt Fragen an uns stellen. Ihr braucht kein Mikro, ihr braucht keine Webcam, ihr könnt sehen und hören, was wir hier machen und präsentieren und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist relativ unidirektional. Gut, ja, Ansgar, dann sind wir auch eigentlich schon mal so weit. Meine allererste Frage, und die habe ich dir vor einer halben Stunde schon mal gefragt. Woher kommt der Name Heidi SQL überhaupt, bevor wir uns das Tool mal anschauen? Ja, also die Frage, die haben schon diverse Leute gestellt, ist natürlich etwas kurios und ich bereue es auch ein bisschen, aber es ist eigentlich auch okay so, wie es ist. Ich erzähle mal kurz, wie es dazu kam. Und zwar war das, ja, es muss so 2006 gewesen sein, wo ich Heidi SQL zu Open Source gemacht habe. Die Idee dazu, auch zu dem Open Source, hatte mein Arbeitskollege Daniel. So, und dieser Daniel, der macht auch immer gerne Späße und ich suchte dann natürlich auch einen Namen für die Software und ja, dann kamen da nur blöde Ideen eigentlich raus. Und ich selbst hatte leider überhaupt keine Idee so richtig. Und ich wollte aber irgendwann auch mal anfangen. Und dann hab ich die Kollegen gefragt. Und ja, der Daniel sagte dann, der war so ein Heidi Klum-Fan. Ne? Wir hatten da so ein Poster aus der Bushaltestelle mit Heidi Klum drauf. Und ja, das war sein Vorschlag, Heidi SQL. Ne? Also, Also es war tatsächlich von nicht, Heidi Klum. Ich breche gerade mal ins Essen. ja, Entschuldigung. ja, Das mag mit meiner persönlichen Nichtpräferenz von Heidi Klum zusammenhängen. Aber das nur so am Rande. Nein, alles gut. Name ist toll. Heidi SQL. Beste Heidi SQL, was ich je in meinem Leben gesehen habe, basierend auf dem Namen Heidi Klum. Ja, prima. ja, es war dann auch letztendlich egal. Ne? Also wie so eine Software heißt, das ist so unerheblich. Also klar, man muss irgendwie einen griffigen Namen haben und es gibt wahrscheinlich bessere. Aber Ja, letztendlich ist ja wichtig, was die Software macht und nicht, wie sie ja, heißt. richtig. Oder andersrum, die momentan wertvollste Firma der Welt namens Apple hat ja diesen Namen auch mehr oder weniger ausgewählt, weil kein anderer Name irgendwie vorgeschlagen worden ist. Also von daher bist du da in einer guten Riege. Ja, Gut, ja guck, mit Apple in einer Riege. ja genau. Hier sagt jetzt jemand, dass man hier nichts sieht. Das ist ja auch richtig. Hier fragt jemand, wann geht es los? Ich sehe leider nichts.
Ja, wir können jetzt natürlich auch mal ein bisschen auf Heidi SQL gehen. Heidi SQL, so habe ich es zumindest mal verstanden, ist ein Datenbankmanagement-Werkzeug in erster Linie für MySQL. Da ist es historisch raus entstanden. Darüber hinaus unterstützt es aber auch verschiedene andere Datenbanken, bis hin natürlich auch zu SQLite im letzten Release, PostgreSQL oder wie man es auch immer aussprechen mag. Du kannst gerne mal ein bisschen was zeigen, Ansgar, was Heidi SQL ist. Dann übergebe Ja, ich mal das Kommando an dich und mach dich an der Stelle einfach mal zum Moderator. mhm. Okay, So, ein Bildschirm übertragen. So, jetzt ja, sehen wir. muss ich mal in den richtigen Bildschirm. Wir sehen gerade So, den Windows Explorer. Jetzt sehen wir einen Hund. genau. Das ist Ja, der Timmy. Ja, und mein Sohn hat ihm mal mit Bügelperlen so ein HDSQL-Logo gebastelt. Das, richtig, genau. dachte ich wäre ganz passend. Ja, Ja. ich starte mal HDSQL. Das ist jetzt ein Nightly Build mit ein paar neuen Features, aber wahrscheinlich auch ein paar neuen Bugs. Also man sieht mir das nach, wenn man da noch so die ein oder andere Access Violation sieht. So, wir starten hier direkt in dem Sitzungsmanager oder Verbindungsmanager, Session Manager, wie auch immer. Und ich habe hier eine Sitzung zu meinem lokalen MariaDB schon mal definiert. Ich kann das nochmal machen hier. Das ist einfach ein Buttonklick. Dem gebe ich einen Namen. Und bin im Prinzip schon fertig, solange ich mit den Standardeinstellungen hier leben kann. Ich habe aber mein MariaDB läuft auf einem Port 3307. Und daher ändere ich das und speichere. Jetzt öffne ich das und bin direkt auf dem MariaDB-Server. So, und hier kann man sich von der Orientierung her vielleicht von links nach rechts orientieren. Man hat hier auf der linken Seite den Datenbankbaum mit der obersten Root Node, das ist dann der Server. Das entspricht dem ersten Reiter auch hier. Man sieht den Host hier mit seinen Datenbanken nochmal. Und wenn ich jetzt hier, könnte ich jetzt zum Beispiel schon mal die Datenbankelemente abfragen. Das zeigt mir schon mal die Details, die erst geladen werden, sobald der User das möchte, weil das kann ja auch unter Umständen ein bisschen dauern. Und jetzt gehe ich mal in die Sakila-Datenbank. Das ist so eine Demo-Datenbank. Ich kenne die Daten ehrlich gesagt selber auch nicht so genau. Das ist so eine Demo-Datenbank von MariaDB. Die habe ich hier mal installiert. Und hier, aber ich gehe nochmal den Reiter hier zurück. Wir waren jetzt eigentlich auf der Serverschicht. Und hier gibt es ja noch ein paar nette Funktionen. Zum Beispiel die Server-Variablen, die ich hier ändern kann. Zum Beispiel gibt es hier ja diese vielfach angefragte Variable maxAllowedPacket, die wird von Webentwicklern wird die gerne mal angepasst, wenn die Querygröße nicht ausreicht. Und hier kann ich mal direkt mal auf Bearbeiten gehen, kann das ändern, kann hier bei einigen Variablen unterscheiden, ob ich das nur für diese Sitzung oder global machen will. Einige Variablen sind aber auch nur global änderbar. So. So, das sind die Variablen. Hier haben wir den Statusreiter, das ist sowas, das ist einfach read-only. Da kann ich den Server-Status, sage ich mal, vor allen Dingen InnoDB-Sachen kann ich hier nachschauen. Prozesse, wer tummelt sich gerade auf meinem Server, führt welche Queries aus, wie lange dauern die Queries schon, wie könnte ich theoretisch auch Prozesse abschießen, wenn ich hier mal einen auswähle. Das ist jetzt mein eigener Prozess.
Und jetzt versuche ich mal, den einfach mal zu beenden. Und er sagt, die Prozesse hat die übersprungen, weil er gemerkt hat, dass ich das selber bin. Er mag das nicht, dass er den eigenen Prozess unter den Füßen wegnimmt. Ja, aber generell bekommt man hier erstmal den Überblick. Und dann gibt es noch hier die Kommandostatistik. Das ist so ein bisschen eine grafische Auswertung der Query-Typen. Kann ich sehen, wie viel prozentual hier an Select-Queries oder an Insert-Queries hier so passiert auf dem Server. Das ist hier natürlich sehr wenig hier. Das ist ein lokaler, frischer Server, da passiert nicht viel. So, jetzt gehen wir mal von der Server-Schicht einmal in die Datenbank-Schicht, und zwar auf den Datenbankreiter hier. Hier habe ich nochmal dieselbe Ansicht wie in dem Baum auf der linken Seite, aber mit mehr Details. Ich sehe hier die Anzahl der Zeilen, die Größe der Tabelle oder der View jeweils, das Stelldatum und so weiter. Und dann nehme ich mir jetzt doch einfach mal die erste Tabelle, die ich hier sehe, mache mal einen Doppelklick drauf und bin direkt im Tabelleneditor, der mir es erlaubt, hier die Struktur zu bearbeiten. Ja, man sieht hier die Spaltennamen, die Definition, Datentypen, Standardwerte, Collation, welcher Zeichensatz dahinter steckt und so weiter. Wenn wir hier sehen wir ja diese Unterreiter, sage ich mal, das sind die Reiter für die Tabellenoptionen, für die einzelnen Optionen, sage ich mal, die man hier noch etwas genauer definieren kann. Hier hat man die Indexe oder Indizes, je nachdem, wie man hier schön grafisch auch sehen kann. Ich kann die mal versuchen hier, man kann die per Drag and Drop hier reinziehen und sehe dann am Ende hier auf dem letzten Reiter, auf dem Alter-Code-Reiter, was passieren würde, wenn ich jetzt gleich auf den Speichern-Button drücke. Und das ist quasi die Voransicht des Queries, der dann ablaufen würde. Ja, dann haben wir hier die Fremdschlüssel, ähnlich wie die Indexe, aber ein bisschen komplizierter aufgebaut, weil hier natürlich beim Fremdschlüssel auch eine zweite Tabelle immer noch involviert ist. Das kann ich mal versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es direkt hinbekomme, weil ich dafür auch eine passende Spalte brauche. Ich suche jetzt hier die Referenztabelle, also die Zieltabelle sozusagen heraus. Und aus dieser Address-Tabelle muss ich jetzt auch eine Spalte raussuchen, eine passende. Ich versuche es einfach mal mit der ID. Ich sage hier beim Update und beim Delete Restrict, also verhindern, dass da ein Update passiert. Und dann speichere ich das mal und es klappt sogar. Es klappt auf Anhieb. Das heißt, es sind passende Datentypen und jetzt habe ich hier eine Fremdschlüsselverbindung, wo eigentlich gar keine hin soll. Aber so. Man kann es ja mal machen. Wird schon Genau. nicht schief gehen. Was mir aufgefallen ist, wenn ich links in der Datenbankansicht bin, dann habe ich ja verschiedene Datenbankobjekte, sei das ein View, sei das ein Table, sei das ein Stored Procedure, ein Trigger und so weiter und so fort. Genau. Kann man die irgendwie sortieren oder ist es nur in dieser Tabellenansicht dann über den Typ in der Spalte Typ irgendwie sortierbar? Ich kenne es aus vielen anderen, soll jetzt nicht ketzerisch sein, aus vielen anderen Datenbankmanagement-Werkzeugen, dass man da eigene Nodes hat, sozusagen Folder, Ja. also Ordner, Genau. die mir einfach alle Stored Procedures anbieten, alle Views, alle Triggers, alle Tabellen separat. Die sind jetzt einfach so untereinander. Genau, das ist jetzt eine Möglichkeit, das so zu machen. Das ist so, ich sag mal, die erste Möglichkeit, die ich da drin hatte. Alphabetisch sortiert, keine Möglichkeit hier zu sortieren. Ich kann das aber umschalten. Wenn ich hier einen Rechtsklick mache, also überall gibt es in HDSQL eigentlich kontextsensitive Menüs.
Und jetzt haben wir hier Optionen für die Baumansicht. Und jetzt sage ich hier zum Beispiel Elemente nach Typ gruppieren. Genau das. Mit Verlaub, So, und so jetzt, kenne ich das aus anderen Datenbankmanagement-Werkzeugen. Und das ist eigentlich ja, recht gut. Nutzt du für diesen Table View, links ist ja letztendlich ein Table View, nutzt du da spezielle Komponenten von Delphi oder ist es der originale Delphi Table View oder Tree View, Entschuldigung. meinst du diese Tree View hier? Ja, der Tree View, ist das eine Ja, Fremdkomponente oder original? Okay. das ist die Virtual Tree Komponente. Schon Ich fast glaube, gedacht. Das ja, höre die ich ist ja ungefähr recht bei bekannt. 90% aller Kunden. Virtual Tree, Tree View Komponente wird sehr, sehr gerne dafür benutzt. Rechts das Grid, also du hast ja auch in Genau. verschiedenen Einstellungen, hast du ja Grids. Was für eine Komponente nutzt du da? Also das ist hier ebenfalls ein Virtual Tree. Also eigentlich ist Mhm. es alles immer ein Virtual Tree, sobald da irgendwie eine Baumansicht oder ein Grid zu sehen ist, greife ich eigentlich auf Virtual Tree zurück. Ne? Sogar Okay. das hier oben ist auch ein Tree und die Indexe, man kann das ja so fein definieren, dass das teilweise gar nicht aussieht wie ein Tree. Also klar, Ja, diese richtig. Grids, die kann man wie ein Grid aussehen lassen, aber auch man kann sie zusätzlich noch als Baum irgendwie machen. Das ist schon sehr nett. Und es ist halt auch Open Source und das ist ja auch für HDSQL wichtig, damit man da keine großen Lizenzfragen bekommt. Naja. Da muss ich So, gleich mal eine Frage stellen. Rechts oben leuchtet mich ja so ja, ein fröhlicher Donate-Button an. Äh, Die Frage musst du nicht beantworten, aber es würde mich interessieren. Wie gesagt, musst du wirklich nicht beantworten. Lohnt sich das? Kann man ja damit wenigstens mal irgendwie die Serverkosten reinholen? Du betreibst ja auch selber den Server, davon gehe ich zumindest mal aus. genau. Also die Serverkosten kann ich davon auf jeden Fall bezahlen. Das ist, Okay. ich will da jetzt keine Summen sagen, aber es Nein, geht darüber Finanzamt könnte hinaus. mithören. Ja, du, das Finanzamt, das hält da schön die Hand offen. Also ich kann Ja, da, das heißt, Donate heißt ja übersetzt Spenden. Im ja. deutschen Finanzrecht sind Nein, diese bist du nicht Spenden, spendenwürdig. genau. Dafür müsste ich nämlich eigentlich ein eingetragener Verein sein. Ich glaube, Genau. dann darf man das. Mhm. Aber das bin ich nicht. Und von daher sind das eigentlich ganz normale Einnahmen, für die ich auch Rechnungen schreiben darf. Und das ist aber, wie gesagt, es, es ist mehr als Serverkosten und es lohnt sich auch. Es ist nett, es macht wirklich Spaß, darüber auch eine gewisse Motivation zu kriegen. Aber man kann davon keine Familie ernähren. Nee, das So glaube würde ich ich das auch machen. nicht. Du bist ja noch ganz normal angestellt in einem anderen normalen Job, sage ich mal so frei, um die Familie und den Hund, den wir ja gerade gesehen haben, zu ernähren. Ja, genau, gerade der Hund, der frisst mir die Haare vom Kopf. Also, Wem erzählst du das? Ich habe 3 Katzen zu Hause, also die futtern auch ganz gut. Nein, wir schweifen ab. ja, HDSQL ist ja entstanden, so hast du es ja erzählt, für MySQL. Hat dann natürlich auch Unterstützung für weitere Datenbanken geboten. Welche Datenbanken werden momentan überhaupt unterstützt? Also neben MySQL und MariaDB. Möchtest du dazu ein bisschen was sagen? ja, natürlich. Das kann man am besten hier in dem Sitzungsmanager, den wir eben schon mal gesehen haben. Ich kann ihn hier wieder aufrufen über den ersten Button. Und wenn ich jetzt hier, ja, ich nehme einfach die vorhandene Sitzung, in der ich jetzt drin bin. Hier oben kann ich den Verbindungstyp festlegen. Und hier sieht man eigentlich 4 Gruppierungen, wenn man mal Proxy SQL zu den MySQL-Verbindungen dazu zählt. Und das ist auch eigentlich die Reihenfolge, in der diese Verbindungstypen entstanden sind. Also MySQL, das habe ich da wirklich seit Ende der 90er Jahre. Das war das erste. Da gab es noch gar keine Auswahl. HDSQL war
MySQL halt. Ne? Und später, ich glaube, es muss so 2007, 2008 gewesen sein, da habe ich dann über die Delphi DB Go Komponenten eine Anbindung an einen SQL-Server eingebaut. Ja, das wurde immer wieder nachgefragt und ja, das läuft dann im Gegensatz zu den MySQL-Anwendungen nicht direkt über die Bibliothek, sondern halt über diese DB-Go-Komponenten. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Ein bisschen in die Jahre gekommen, aber funktioniert sehr gut. Ja, nutzen heutzutage Kunden immer noch gerne für den Microsoft SQL Server. Gerade wenn man irgendwie in Anführungszeichen nur die Professional-Version hat, dann ist es bei Delphi auch so, dass die DBGO-Komponenten damit auch netzwerkfähig sind. Also von daher alles prima. Hier kam eine Genau. Zwischenfrage. Ist mal irgendwas Ja. für Firebird und oder Interbase geplant? Ja, das ist in der Tat, also geplant ist das. Okay, Planung ist geduldig, ja. Ja, Planung ist geduldig. Ich muss dazu sagen, ich kriege da auch sehr viele Anfragen. Also es gibt ja den Bug-Tracker bzw. Feature-Tracker und da kommen immer mal wieder so Anfragen. Also vor kurzem habe ich noch eine bekommen, ob ich da nicht eine Anbindung für Snowflake DB einbauen könnte. Ich sage, was ist denn Snowflake? Ja, Ja, genau. dann habe ich da mal nachgeguckt, es gibt ja so Ranglisten so an Popularität. Da war Snowflake jetzt nicht unter den ersten 10, es war so eher unter den ersten 50 oder 100, ich weiß nicht mehr. Aber Ja. ganz anders natürlich Interbase oder Firebird, die sind ja schon sehr populär und gerade mit Delphi bietet sich das natürlich an, dass man da auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich sogar das nächste große Feature, aber jetzt nicht für das nächste Release, aber das wird, ja, ich habe mich damit schon mal beschäftigt und das ist immer ein gutes Zeichen, dann hat man schon mal das Interesse und so die Grundlogik so mal vielleicht so halbwegs im Kopf. Also das ist durchaus geplant. Ich will aber kein Zeitfenster da nennen. Nein, klar. Es ist ja im Prinzip auch Open Source. Da kann man sich ja letztendlich auch dran beteiligen und solche Features auch selber mit hinzufügen, wenn ich das so richtig verstehe. Genau, also Ist, es ist Community-driven natürlich. Die meisten Beiträge sind zwar, ich sag mal, Tickets, also Feature Requests, Bug Reports, aber es gibt immer mal wieder auch Entwickler, die mich dann fragen, ob sie nicht mitarbeiten dürfen. Und dann lernt man sich so kennen und dann gebe ich denen dann eine Berechtigung, auf GitHub auch Commits zu machen. Und dann wird man sich natürlich den Code nochmal ein bisschen anschauen, weil ich habe da auch schlechte Erfahrungen gemacht zum Teil, aber in der Regel klappt das sehr gut. okay. Bist du denn auch generell offen für Auftragsentwicklung? Soll heißen, da kommt jetzt ein Kunde an und will jetzt, ich sag jetzt mal, ein ER-Modeler mit drin haben. Also ein Entity Relationship Modeling, Darstellung, Forward-Backward Engineering, könnte man sich ja vorstellen. Legt dir x tausend Euro auf den Tisch? Bist du da generell für offen? Ja, wahrscheinlich. Also dafür fehlt mir eigentlich die Zeit. Also Okay. es wäre ja nett, wenn ich dafür die Zeit hätte, aber also neben diesem 40-Stunden-Webentwickler-Job muss ich schon sehen, dass ich sag mal, so Prioritäten setze. Ich muss da, also Bugs will ich immer gerne schnell behoben haben und so ein, ich sag mal, um da ein Beispiel mal aufzugreifen, so ein ERP-Modell, das ist ja sehr grafisch, hört sich auch etwas aufwendiger an, ist nicht mal eben so gemacht und von daher müsste ich mir überlegen, ob man das macht. Das ist eine Zeitfrage. Ne?
Nein, nein, kein Druck oder so. Es gibt ja auch noch andere Firmen. Ich kenne da, glaube ich, eine Embarcadero oder so heißen die. Die haben auch so Datenbankmanagement-Werkzeuge, auch im Notfall mit ER-Modeling. Kann man ja an der Stelle auch machen. Es gibt ja auch für Interbase Firebird, also speziell für spezifische Datenbanken, auch das ein oder andere Tool, was man hier einsetzen kann. Da hatte ich auch mal darüber gebloggt und so weiter, was es da an der Stelle gibt. Gibt es eine generelle Sprachumschaltung oder ist Heidi SQL in Deutsch, Deutsch oder Deutsch verfügbar? Dafür gehe ich mal einmal in die Optionen oder Einstellungen, sage ich mal. Bin mittlerweile ein bisschen unübersichtlich. Ich gehe mal hier kurz durch die Reiter hier. Äh, also man muss schon wissen, was man einstellen will, aber die Spracheinstellungen gibt es hier auf jeden Fall. Er hat eine Autoerkennung, er erkennt also, was unter Windows hier eingestellt ist. Das ist hier die deutsche Sprache. Steht ja auch hier dabei, automatisch erkennen. Ich kann das aber auch auf Englisch zum Beispiel umstellen. Ich stelle es nicht auf Hebräisch oder so um, weil nachher kann ich die Buttons nicht mehr lesen. Das ist mir schon mal passiert. Dafür muss ich einmal HDSQL neu starten. Da ist der Hund wieder. Der kostet auch Zeit. Genau, Ja, sieht aber schon wieder alles Englisch aus. genau. Jetzt haben wir Englisch und ja, das ist auch nicht immer so gewesen. Also es hat mit Englisch damals angefangen. Ich habe auch selber gesagt, eigentlich, wer braucht denn eine deutsche Oberfläche oder eine spanische oder was weiß ich. Das sind ja Entwickler alles, die das Tool benutzen. Aber die Nachfrage war sehr groß und ich finde heute, es war eine sehr gute Entscheidung, da wirklich eine Mehrsprachigkeit reinzubringen. Diese Mehrsprachigkeit ist auch community-driven übrigens. Die Okay, Übersetzung findet auf Transifex statt. Das ist eigentlich ein kommerzieller Übersetzungsservice, der ist aber für Open Source Projekte ist der, ja, auf Anfrage ist der dann kostenlos. okay. Ja, Und da und arbeiten dann darüber, wahrscheinlich auch verschiedene Community-Länder. Ich sag mal Rumänien, Bulgarien und wie sie da alle heißen, Spanien, Englisch und so weiter. Spanien und Spanisch, England, Englisch, UK Englisch oder der Rest der Welt Englisch arbeiten dann auch damit dabei. Wie viele Benutzer kennst du? Also, was heißt kennst du? Hast du irgendwie eine Einschätzung, wie viele Benutzer es weltweit von Heidi SQL gibt? ja, also es gibt da kein genaues Tracking. Ich bin da ja sehr vorbildlich. Ich track ja nicht alle möglichen Details von den Usern, so wie das heutzutage auf den Websites oft der Fall ist. Oh ja. Aber anhand der Downloadzahlen kann man schon sagen, das sind wahrscheinlich so um die 200.000 bis 300.000 User. Wow, das Und ist beachtlich. Das ist mit einer beachtlich. hohen Wahrscheinlich Dunkelziffer. gehöre ich auch zu 5 Benutzern. Nein, Ja, Hintergrundgeschichte, ein Schwager von mir, der hat eine kleine Werkstatt und der braucht natürlich auch irgendwo einen zentralen Datenbankserver für sein Warenwirtschaftssystem, kommt aus Alsfeld, dem hessischen Alsfeld. Und ja, das habe ich, ohne jetzt einen Namen genannt zu haben. Und da kann man auch verschiedene Datenbank-Backends hinterstecken. Interessanterweise, die Software des Warenwirtschaftssystems ist auch in Delphi geschrieben. Und da habe ich dann auch verschiedene Datenbanken mal getestet, bis hin auch zu MariaDB, was am schnellsten war. Und da wurde dann auch automatisch ein HDSQL mit installiert, was ich dann zwischendurch auch nochmal aktualisiert habe auf neuere Versionen und so weiter und so fort. Und dann habe ich wahrscheinlich auch so im Laufe der Zeit locker mal 5 HDSQL-Instanzen runtergeladen. Aber ja, so ist es halt eben. Downloads, ja, wie rechnet man die? Durch wie viel muss man die teilen, weil ein Benutzer 2, 3 oder 10 Mal runterlädt? Wir von ja, genau. Embarcadero, wir wissen es ja auch nicht. Wir sehen eigentlich bei unserer Community Edition von Delphi ja auch Tausende
Downloads allein hier in Deutschland, wöchentlich, monatlich sind das mehrere Dutzend, Hunderte. Wie will man das zurechnen? Und dann gibt's natürlich immer den Donald Duck at 10 Minutes Mail, also bei Wegwerf-E-Mail-Adressen und so weiter und so fort. Aber ist egal. Nee, 200, 300, gute Einschätzung. Ja, prima. Warum hast du überhaupt Delphi benutzt? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber Nee, eigentlich ich auch finde nicht die so Frage schwierig. ganz natürlich und ganz einfach zu beantworten, weil Delphi das Beste ist für visuelle grafische Benutzeroberflächen für Windows-Programme. Ja, also der ist ja durchaus richtig. Also, wobei ich damals auch gar nicht so viel anderes kannte. Ich bin damals Einsteiger gewesen als Webentwickler und ja, da war ein bisschen durch Zufall gab es da eine Delphi-Lizenz. Frag mich jetzt nicht, welche Version das war. Ich glaube, noch eine Delphi 3. Also Ende der 90er Jahre. Und ich hatte selber noch Turbo Pascal-Kenntnisse aus der Schule. Wir hatten, also das war Anfang der 90er in Informatik, hatten wir Programme auf dem Papier geschrieben. Ne? Also Turbo Pascal auf dem Zettel. Da hatten wir auch die eine oder andere Klausur. Ja, und daher hatte ich noch so ein paar Kenntnisse. Die Delphi-Lizenz kam dann dazu und dann ergab es sich da so, dass ich halt mit Datenbanken zu tun hatte durch die Webentwicklertätigkeit. Und da gab es für MySQL gab es eigentlich damals nur PHP MyAdmin. Das gibt es ja heute auch noch. Und ja, ich will das gar nicht schlecht machen. Das hat seinen eigenen Einsatzzweck. Mir war das damals zu behäbig, weil das alles über einen Webserver läuft. Es war von der Bedienung, war das auch sehr, fand ich nicht so, hatte nicht so die hohe Usability. Und eigentlich wollte ich für mich selber was Neues schaffen. Ich hatte gar nicht so die Absicht dahinter, das zu veröffentlichen. Das kam dann erst später eigentlich. Und ja, ich wollte selber einen grafischen Überblick über meine eigenen Daten haben. Ne? Und vielleicht auch für die Kollegen. Und so ist das eigentlich entstanden. Ne? Da gab es dann diese Übersetzung der MySQL H-Header-Datei von dem Matthias Fichtner damals. Das war dann war dann so ein Startpunkt für mich, wo ich dann in Delphi direkt loslegen konnte. Und natürlich in Delphi ganz wichtig die grafische Ansicht, die Formularansicht, wo man immer gut sehen kann, was mache ich da eigentlich grafisch, was sieht der Benutzer. Da findet man sich selbst ja immer wieder in der Rolle des Benutzers wieder. Ja, und von daher war ich da sehr motiviert und bin ich bis heute. Ja. Ja, prima. Das beantwortet die Frage. Ja, auf jeden Fall. Im Microsoft Store bist du mittlerweile auch. Kriegst du da Feedback, wie häufig im Microsoft Store deine Anwendung runtergeladen wird? Ja, dafür muss man sich da wohl einloggen. Ich habe das nicht so richtig auf dem Schirm. Da kommt auch wenig Feedback, muss ich ehrlich sagen. War auch gar nicht so einfach, da reinzukommen. Da wurden diverse Prüfungen gemacht. Dann, was macht das Programm? Dann gab es da noch ein paar Bugs, die das verhindert haben, dass das überhaupt da veröffentlicht werden konnte. Und ja, es war eine längere Geschichte. Aber im Prinzip ist das dieselbe Version, die ich auch über die Webseite anbiete, nur in einem anderen Installer. Ja, wahrscheinlich AppX dann an der Stelle. Also das gezippte Abarchiv. Genau, das ist so ein Format. Ich wollte das jetzt für mich möglichst mit wenig Aufwand realisieren. Und da gibt es diesen Desktop-App-Converter, mit dem man also eigentlich ganz normale Desktop-Anwendungen, wie HDSQL das ist, auch als
APPX verpacken kann. Ja, und wenn man dann noch so ein paar andere Sachen beachtet, dann lässt sich das dort veröffentlichen. Ja. Wie gesagt, das ist im Prinzip dieselbe Version und hängt aber immer ein bisschen hinterher. Ich bin mit dem Store von Microsoft da so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja, ja, ich sag's mal so, das mag jetzt eine etwas spöttische Betrachtungsweise sein. Microsoft Store, das ist ja diese Einkaufshandtasche, die standardmäßig in der Taskbar von Windows 10 angezeigt wird. Ähm, Ja, die einzigen Male, wenn ich den Microsoft Store geöffnet habe, waren eigentlich immer, dass ich mich versehentlich auf diesem Icon bewegt habe. Äh, also seltenst bin ich da drin, aber das mag eine spöttische Bemerkung sein. Nur ich sehe es gerade, HDSQL, Ansgar Becker, Entwicklungstools, Datenbanken ist dabei. 17 Bewertungen, 5 von 5 Sternen. Sternchen, ja, herzlichen immerhin. Glückwunsch. Ja, Ist ja schon mal was. ist doch Ich habe prima. das hier gerade zum Zeigen nochmal über ein anderes VCL-Theme, habe ich mal gerade aktiviert. Das lässt sich auch hier in den Einstellungen machen, hier unter Style Theme. Da ist standardmäßig das Windows-Style, das ist das ganz normale, wie man es halt kennt. Und diese VCL-Styles, die werden ja mit Delphi auch mitgeliefert. Also man kann die auch erweitern. Und zwar ist dieses Einzige, was IDSQL selbst mitbringt, ist dieses Material. Das wurde von einem Franzosen dazu gesteuert. Jetzt im Moment habe ich dieses Carbon von Embarcadero. Das gefällt mir persönlich am besten. Und das habe ich gerade mal aktiviert. Und jetzt sieht man halt den Dark Mode, ne, den viele Entwickler auch Wow. gerne wollen heutzutage. Ja. Wie viele Lines of Codes hat Heidi SQL ungefähr? Oder Ja, das andersrum, wie lange dürften, brauchst du fürs Compilen oder Kompilieren? Andererseits könnte ich jetzt natürlich auch sagen, ja, Download Heidi SQL Source Code runterladen und mal gucken, was dann passiert. Punkt 0. 17. März, also 117 Commits, ja. da muss ich noch einmal nachschauen. Ich glaube, ja, es dürften so um die 60.000 Zeilen sein, schon bereinigt von Fremdkomponenten. Die darf ich ja da nicht mitzählen. Also zum Beispiel das Virtual Tree ist ja an sich schon sehr umfangreich. Aber ohne diese Komponenten sind das so ca. 60.000. Ja, ja, ich pack's hier gerade aus. Ein paar Megabyte, 25 Megabyte, die hier runterkommen. Oh, das dauert hier ein bisschen. Aber das Kompilieren, muss ich sagen, das geht ja trotzdem recht schnell. Ne? Also der Compiler, also der ist, ich glaube, ich kenne mich nicht so mit anderen Compilern aus, so C-Compilern, aber ich habe schon wohl öfter gehört, dass die manchmal richtig warten müssen auf ihre Kompilierung, wenn ich das in Delphi gar nicht kenne. Also dieses Warten, Kaffee holen und so, das brauche ich gar nicht. So lange Ja, dauert das gar nicht. ja, gibt immer solche und solche Aussagen. Also C++ muss man natürlich auch sagen, heutzutage wird bei C++ schon sehr, sehr viel im Compiler gemacht. Das sind nicht nur eigentliche oder einfache Gültigkeitsüberprüfungen. Es wird an der Stelle auch sehr, sehr viel im C++-Compiler gemacht. Es ist ein Zwei-Phasen-Compiler, Two-Pass-Compiler, während der Pascal-Compiler ein One-Pass-Compiler ist. Ja, Optimierung und so weiter und so fort, Größe des Executables und so weiter und so fort. Aber völlig richtig, Delphi ist da im Allgemeinen schon relativ schnell und geht dann auch an der Stelle auch schon. Source, gucken wir mal rein, ob es irgendwie sowas gibt. Gibt's sonst schöne Features, die du gerne zeigen würdest, worauf du besonders stolz bist bei Heidi SQL?
ja, besonders stolz. Ganz klein. Latex-Import habe ich gesehen. Also Latex kenne ich noch von der Universität, wo man seine, ja, ich sag mal, Diplomarbeit mit Latex geschrieben hat, weil man irgendwelche Formeln dann noch darstellen musste. Aber Latex-Export als, ja, ich sag mal, als Dokumentenerzeugungssystem finde ich schon etwas abgefahren. Oder andersrum, Ja, das ist in der wer Tat. braucht sowas? Ja, es ist Gut. in der Tat etwas exotisch, diese Formate. Das hat sich im Laufe der Zeit so erweitert. Ich klicke mal hier in dem Datengrid hier auf der Tabelle, wo ich eben auch noch war, auf dieser Ector-Tabelle, klicke ich mal hier Export Grid Rouse an und sehe eigentlich einen recht überschaubaren Dialog, in dem ich jetzt einfach nur das, was ich sehe in diesem Grid aktuell in eine Datei oder in die Zwischenablage kopieren kann. Und da gibt es in der Tat so ein paar exotische Formate. Also LaTeX hast du ja gerade gesagt. Das kam eigentlich auch immer von bestimmten Usern, die damit irgendwie gearbeitet haben. Also die haben mir dann auch geholfen dabei, das Format wirklich auch einzuhalten. Weil gerade bei LaTeX ist das nicht ganz einfach. Oder beim Wiki-Markup war das so, dass ich da selber eigentlich in unserem Ticketsystem der Firma, da konnte ich das selber gut brauchen. PHP-Array, ja, als Entwickler, als Webentwickler sowieso nicht wegzudenken. Markdown und JSON sind noch relativ neu. Das ist eigentlich ein sehr nettes Feature. Ich mache das mal einmal hier. Ich mache mal einen LaTeX-Export und sage alles mit Spaltennamen und Auto-Increment-Column. Okay. Und um mir das mal anzuschauen, habe ich jetzt hier einen neuen Query-Tab auf. Ich brauche gar nicht in ein anderes Programm reingehen. Ich könnte jetzt ja den Editor starten oder was weiß ich. Ich mache hier einfach mal Paste. Oh, das ist der Timmy. Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut. Ja, das ist LaTeX. Also für mich sind das ein bisschen römische Dörfer, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe es natürlich einmal implementiert und es gibt bestimmt User, die das oft gebrauchen. Ups. Ja, Tracking wäre daher interessant. Dann kann man wirklich auch sehen, welche Benutzer welche Funktion nutzen. Aber das willst du nicht, das brauchst du nicht. Lassen wir das lieber sein. Aber wird heutzutage in vielen Anwendungen mittlerweile so gemacht. Ist mal generell geplant, auch HDSQL auf andere Plattformen zu portieren? Es ist ja ganz offensichtlich, ich habe mir den Quelltext mal angeschaut, eine VCL-Anwendung irgendwann mal mit FireMonkey beschäftigt, um vielleicht auch ein macOS-Bild davon zu bekommen. Oder ja, klar, Ja, ist extrem aufwendig. Das glaube ich schon. Aber angedacht, Plan, ja, kann man natürlich machen. Aber konkret, Fragezeichen? ja, also angedacht sowieso, also auch schon vor etlichen Jahren schon. Ne? Also ich habe die Kompatibilität mit Wine immer ein bisschen hochgehalten, weil ich eben noch keine native Linux-App hier habe und auch keine Mac-App. Und dann habe ich mich da mal mit beschäftigt, mit den FireMonkey-Komponenten. Und klar, dann wurde aber auch schnell klar, da muss ich wirklich von vorne anfangen. Das ist leider auch so ein Zeitproblem bei mir. Also sonst, ich würde das sehr gerne machen. Ich würde das unheimlich gerne so nativ auf möglichst vielen Betriebssystemen laufen lassen. Aber ja, wie gesagt, das ist so eine Zeitfrage. Das ist Ja, ein Wunsch, vielleicht klar. Vielleicht kann ein sich auch Wunsch von jemand mir auch. einbringen, da irgendwo mal selber mitzuarbeiten.
Welche Erfahrungen hast du mit dem Skalieren der Anwendung gemacht? Skalieren High DPI ist ja mittlerweile ein relativ großes Thema innerhalb der Windows-Entwicklung. Soll heißen, wenn man seinen Windows-Desktop vielleicht auf 150%, 200, 225% fährt, weil man 4K-Monitor hat. Die VCL bietet da ja eine gewisse Unterstützung. Bist du damit zufrieden, frage ich jetzt mal provokativ, ohne die Frage vorher abgesprochen zu haben? Oder Ja, bekommst du da Rückmeldungen von Benutzern? also ich habe das ganz konkret auch ausprobiert. Es ist allerdings jetzt auch schon 2 Jahre her. Und zu der Zeit war das noch so ein bisschen lückenhaft. Und für mich selber war das durchaus ausreichend. Also bei meinen Tests, ich habe hier einen zweiten Bildschirm, muss man sich vorstellen, der hat eigentlich, brauche ich da keine hohe Auflösung, aber das habe ich dann testweise gemacht. Und da hatte ich bei den Tests eigentlich so vor 2 Jahren, wie gesagt, eigentlich keine großen Probleme gesehen, bis auf so ein paar. Dann haben die User das aber rausgefunden, dass hier und da doch noch was zu tun ist. War vor allen Dingen die Virtual Tree Komponente, die da so ein bisschen quer geschlagen hat. Und von daher habe ich dann irgendwann gesagt, ja, bevor ich so ein halbfertiges Teil daraus bringe, lasse ich das lieber erstmal raus. Aber ich denke, also die aktuelle Delphi-Version, die hat da ein bisschen nachgelegt, also stark nachgelegt wahrscheinlich. Von daher lohnt sich das vielleicht nochmal erst auszuprobieren. Nein, du musst dir nichts loben. Im Quelltext selber, wenn man den jetzt runterlädt von der Webseite, sieht man momentan unter den entsprechenden Packages Delphi 10.3. Du hast mir mal erzählt, dass du mittlerweile auch mit Delphi 10.4 arbeitest. Oder Oh ja, generell war hier auch die Frage, mit welcher Delphi-Version du momentan arbeitest oder womit das erzeugt worden ist. Und hast du da großartige Kompatibilitätsproblematiken feststellen dürfen oder müssen? nee, also Problematiken überhaupt nicht. Aktuell wird die 10.4 wirklich eingesetzt. Das trifft allerdings erst für die Nightly Builds zu. Deswegen steht das wahrscheinlich hier noch auf der Webseite mit der 10.3. Aber das wird, ja, das nächste Release, das kommt bald und dann heißt das auf jeden Fall mit Delphi 10.4 dann, ne? Ja. Ja, und Probleme hatte ich da also in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Also ich kann mich erinnern, so vor 10 Jahren war das ein bisschen anders. Da hatte man schon also ja, Compiler-Switches, die nicht mehr kompatibel waren, irgendwie, vor allem, weil ich ja auch Fremdkomponenten einsetze, ne? Und dann findet man sich da auch wieder und löst dann Probleme in fremden Code. Aber das ist wirklich selten geworden. Das läuft. Ja, ich sehe gerade in der Projektstruktur Virtual Tree, Trees, Design Package und Runtime Packages ist da alles mit drin. Synedit, Synedit Release, Runtime und entsprechenden Design Packages und dann HDSQL.exe. Da meckert er allerdings irgendwas von Mad Accept. Achso, ja. Ja, muss NetAccept man. ist eine Abhängigkeit. Das muss man wissen. Die ist dann natürlich nicht im Code mit drin, weil das ist ja eigentlich eine kommerzielle Software, die aber auch wieder für Open Source Projekte von einem Entwickler gerne kostenlos abgegeben wird. Ja, ja, klar. Mad Accept ist ja relativ bekannt und auch soweit gut. Ich habe in meiner virtuellen Maschine hier gerade mal neues Delphi installiert, deswegen bin ich da noch nicht so ganz, wo ich denn dahin will. Vielleicht so am Mhm. Rande, seit heute ist auch die 10.4.1 von Delphi da. Also die eine Vielzahl von Verbesserungen, die Patches 1, 2 und 3 und darüber hinaus noch wieder über 250 verschiedene andere Verbesserungen mit sich bringt, sollte auf unserer Webseite auch mittlerweile verfügbar sein. Ich gucke gerade nach, ist es aber noch nicht. Okay, dauert noch vielleicht eine Stunde. Ja, die Amerikaner Sommerzeit sind Winterzeit oder Normalzeit 17 Uhr, dann wahrscheinlich.
Gibt es in dem Quelltexteditor, also wenn du da eine Frage schreibst, gibt es da sowas wie Templates? Wird ja auch gerade gefragt, dass man irgendwie die Möglichkeiten hat, sowas wie Shortcuts zu definieren. SF gleich Select From. Dass man da irgendwie sowas wie Code Completion oder Templates, Vorlagen hat, die man hier definieren könnte in einem Query-Eingabefenster. Ja, Gibt es. Prima. ja, die gibt es. Also damit eine Frage beantwortet. Nein, das sind jetzt mehrere Fragen in einem. Ich fange mal einfach an, hier was zu schreiben in SQL. Ich will jetzt mal ein Select auf die Tabelle Actor machen und gebe der Tabelle einen Alias namens A. Ich will jetzt irgendeine Where-Bedingung machen. Jetzt schreibe ich das A und den Punkt. Da bekomme ist zum es. Beispiel Code Completion aus der Syn-Edit-Komponente, ist das? Mhm. Hier, ja, ich nehme jetzt irgendeins da raus. Das ist schon mal die Frage nach dieser Code Completion. Okay. Hier war die Frage eher so nach Shortcuts, also so im Sinne von, dass ich so 2, 3 Stich- oder Buchstaben-Charakter eingebe und der erweiterte mir um ein Template. Das kennt man vielleicht von if-e, wenn ich in Delphi selber if Ja. angebe und dann einmal Steuerung J drücke, dann komme ich ja auch relativ schnell irgendwo in so einem Expand-Modus. Gibt's sowas in Genau, nee. HDSQL? Sowas gibt es bisher nicht. Nee. Also ich Okay. habe wohl Templates, die werden hier Snippets oder übersetzt Schnipsel genannt. Das sind einfach Dateien, die sieht man hier in der rechten Box hier auch. Da werden immer zwei mit der Installation schon mitgeliefert. Die kann ich hier, also einmal hier per Doppelklick einfügen oder auch in einen neuen Tab reinladen. Ich kann auch jetzt ein neues Schnipsel speichern. Immer diese kontextsensitive Menüs benutzt man sehr viel hier in HDSQL. Dann mache ich hier Save a Snippet und bin eigentlich in einem ganz bestimmten Ordner, der die Snippets für HDSQL verwaltet. Ich nenne das einfach mal Test. SQL wird hinten dran gehängt automatisch und jetzt habe ich hier auch unter den Snippets dieses Test, also sehr nah am Editor, sage ich mal, sehr einfach wiederzufinden. Ich kann auch hier oben, wenn ich, sage ich mal, 100 Schnipsel habe und ich finde mich nicht mehr zurecht, weil ich zu viele habe, dann gebe ich das hier eben ein und ja, ne, kann auch hier, normalerweise müssten hier reguläre Ausdrücke auch, ja, geht auch. Fängt mit Also T an. Genau. Ja, prima. Also, Hier noch eine Frage zu den Features. Ist Multicursor Carré möglich und oder angedacht? ja, interessante Frage. Ich glaube, dass das, also das ist momentan kein Feature von HDSQL, zumindest nicht so, dass es hier irgendwo im Menü aktivierbar wäre. Ich habe das aber mal gesehen, weil diese Editor-Komponente, das ist ja auch eine Fremdkomponente, das ist im Syn-Edit-Projekt und die hat, glaube ich, sowas. Wir können mal ganz kurz hier in die Einstellungen und in die Shortcuts reingucken. Da sieht man hier, ja, das sind leider sehr viele Shortcuts. Ich glaube, da finde ich den richtigen jetzt auch nicht. Nee, also ich glaube, es gibt dafür eine Unterstützung, die müsste ich nur mal ein bisschen sichtbarer machen. Ja.
Okay. Vielleicht müsste ich jetzt irgendeinen Shortcut drücken und ich hätte so einen Multicursor. Ja, aber kann ich im Moment nicht bedienen. Okay, nur so die Frage so am Rande. Datenbankzugriff selber hast du mir mal erklärt, zumindest bei MySQL und MariaDB geht direkt über die C-API. Hat's ja vorhin auch schon erklärt, dass es historisch bedingt ist. Die ersten Umsetzungen von Matthias beim Namenskollegen da gemacht habe und so weiter und so fort. Ist soweit okay. Gibt's irgendwelche Features, die, die du gerne zeigen würdest oder die dir unheimlich unter den Fingernägeln brennen? Also die du vielleicht mal Ja, andenkst, getreu dem Motto, du hast das Tool ja mal für dich selber geschrieben. Das ja. wäre so ein schönes Feature, was man selber brauchen könnte. Klar, 99% sind natürlich schon längst abgedeckt mit HDSQL, aber gibt es irgendwie Features, auf die du besonders stolz bist oder wo du noch so ein bisschen hinterherhechelst? Also ich glaube, ein oder das, ja, ich will nicht sagen das wichtigste Feature, aber ich kriege das ja anhand des Feedbacks auch, womit dass dieser Export zwischen den Servern und auch in SQL-Dateien einfach sehr wichtig ist. Und also um einfach so Tools wie MySQL Dump auch ein bisschen nachzuahmen auf eine grafische Art und Weise. Da steckt schon eine Menge Arbeit drin und da bin ich auch recht stolz drauf eigentlich, dass das auch relativ performant ist einfach. Ja, also ich kann hier mit relativ wenig Einstellungsmöglichkeiten schon sehr umfangreiche Dumps erstellen. Durch Virtual Tree unterstützt hier mit den Checkboxen einmal die Datenbank angehakt, dann werden alle Unterelemente mit angehakt. Jetzt kann ich hier mal das einfach machen. Ich mache daraus mal ein Snippet. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wir nennen mal einen Dump. Und im Prinzip ist alles voreingestellt, sinnvoll. Ich hake trotzdem nochmal die Datenbank Create Sachen an, damit man vollständigen Dump hat. Ja, das sind jetzt etwas mehr als 6 Megabyte verteilt auf 30 Objekte. Hat man ja gesehen, das hat irgendwie 1 oder 2 Sekunden gedauert. Und es ist durchaus auch so, dass bei so Gigabyte-Datenbanken relativ fix geht. Ne? Mhm. Ja. Du loggst ja unten auch immer in diesem Statusfenster, in diesem Meldungsfenster, so nenne ich das mal, alle SQL-Befehle, die zum Server gesendet werden. Gibt es da die Möglichkeit, diese zu filtern, oder ist es einfach nur eine chronologische Auflistung aller SQL-Befehle, die darüber kommen? Also ich kann sagen, dass ich bestimmte Befehle hier nicht sehe, die gar nicht so für jeden User vielleicht so interessant sind. Das macht man hier am besten hier über das Kontextmenü, Logging, Einstellungen und dann kann ich hier zwischen diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen Message-Typen auswählen. Das Einzige, was standardmäßig wirklich ausgeschaltet sind die Debug-Messages. Das sind dann oft so, ja, ich mache das mal an. Man sieht hier direkt, das ist dann auch kein SQL mehr, sondern es sind auch teilweise interne Nachrichten, die mir, hier ist ein Ping zum Server. Ob der noch da ist, ja. Ja, genau. Das sieht man dann aber auch erst im Debug-Modus. Und der eine oder andere will vielleicht die Import-Script-Queries gar nicht sehen, weil die halt sehr groß werden können. Und dann kann man sich das da so ein bisschen zusammen klappen, dass das nicht zu viel wird, aber auch nicht zu wenig. Also diese Debug-Messages, die waren hauptsächlich auch zum Entwickeln ganz hilfreich schon. Von diversen Usern habe ich dann mal eine Rückmeldung bekommen, wo ich dann erst nicht nachvollziehen konnte, was passiert denn da eigentlich bei dem User, was bei mir so nicht nachvollziehbar war. Und durch diese Debug-Messages kam das dann aber dann zustande. Da
konnte man dann sehen, hier, da passiert das und das. Ja, dadurch, ja, zum Debuggen halt ganz gut, ne? Ja, genau dafür soll es ja da sein. Ja, prima. Irgendwas noch Wichtiges von deiner Seite, weil wir sind jetzt zeitlich auch soweit durch, alle Fragen soweit beantwortet. Natürlich kamen ja noch die ein oder anderen Wünsche im Sinne von, ja, das mit der Autovervollständigung von oben, dann bitte auf die Wunschliste. Ja, gut. Ist ein Open Source Projekt, kann man sich dran beteiligen, kann man auch als Feature Request dort einstellen. Aber wir wollten jetzt in dieser Stunde irgendwie nur ein bisschen was darstellen, ein bisschen über HDSQL reden. Ist ja doch eine relativ weit verbreitete Delphi-Anwendung und von daher alles gut. Zwischendurch kam noch eine Frage, wird es dieses Webinar auch nochmal als Aufzeichnung geben? Selbstverständlich gibt es dieses Webinar noch als Aufzeichnung. Das heißt, auf dem YouTube-Channel www.youtube.com einfach nach Embarcadero Germany suchen, dann findet man den Embarcadero YouTube-Channel und da werde ich das Video dann auch morgen früh im Laufe des Tages zur Verfügung stellen. Irgendwas von deiner Seite noch, Ansgar, was du zeigen willst, was du benennen willst, was du als wichtige Funktion von HDSQL darstellen willst? Ich könnte vielleicht die Hilfe noch mal einmal kurz zeigen. Das ist eine SQL-Hilfe. Also das sind jetzt noch mal so separate Tools, so speziellere Tools, die ich mal so, von ich mal so 2 Stück noch zeigen kann eben. Diese SQL-Hilfe ist serverseitig eigentlich implementiert und lässt sich auch durchsuchen. Und kann man schnell mal nachgucken, wenn man hier F1 drückt auf dem Keyword im Editor, lande ich auch direkt da. Also das ist ja ein das No Example Available, das kenne ich. Das kenne ich von der Embarcadero-Hilfe. Wenn dann immer steht, Embarcadero Technologies verfügt zurzeit über keine weiteren Informationen oder wie das da genau heißt. Entschuldigung, ich werde langsam spaßig zum Feierabend. Ja, Hauptsache ist kein Corona bei dir. Nein, trockener Husten. Alles gut, soll man keine Scherze drüber machen. Ja, prima. Dann würde ich mal sagen, wir haben soweit alle Fragen beantwortet. Hier kommt noch eine. Welche Drittanbieterkomponenten wurden verwendet? Zum Beispiel für Stringit, zum Beispiel für die Logmeldung unten. Haben wir schon alle beantwortet, Herr Buller? Buffler? Paul Buller fragt nochmal, hatten wir schon alle beantwortet? Also Datenbankzugriff über die ganz normale libmysql DLL, über die nativen Interfaces, die mal für Delphi Pascal generiert worden sind. Ansonsten viel Virtual Tree View und Virtual Tree View. Und die Sprachumschaltung wurde auch realisiert über das externe Tool. Ich habe es schon wieder vergessen, aber das kannst du mir sicherlich kurz sagen. Das ist Transifex. Transiflex. Transiflex? Flex wie flexibel? Nee, ohne L. Also Transifex. Transifex, okay. Noch nie gehört. Okay. Ja, muss ich mir mal anschauen. Ja. Ist ja, eine gut. sehr nette Oberfläche, eine Web-Oberfläche, wo man das dann übersetzen kann auch. Ja. Ja, ansonsten, so viele Komponenten werden auch gar nicht verwendet. Ne? In HDSQL ist es sehr überschaubar. Ich bin auch immer etwas zurückhaltend. Ich will jetzt nicht alles Mögliche an Komponenten da einbauen. Es ist ja auch dann, umso mehr muss man da nach Updates auch suchen, gucken, Ausschau halten, immer. Ja. Absolut. Wenn man das ein bisschen schlank halten kann, finde ich das immer gut. Ja, prima. Dann sind wir zeitlich auch soweit durch. Dann danke ich dir, Ansgar, auf jeden Fall für die kurze Vorstellung und das nette, illustre Gespräch mit dir. Viel mehr wollten wir heute auch nicht machen, aber hier nochmal der Hinweis, hier auf dem YouTube-Channel Embarcadero Germany werde ich das ja morgen zur Verfügung stellen. Ansonsten können wir das an der Stelle auch schon beantworten. Und meine Katzen wollen langsam auch mal ein bisschen in den Garten. Prima. Ja, so ist das mit den Viechern. Gut, dann danke ich dir, Ansgar. Ja, vielen Dank ebenfalls.
Oh, von mir machst du letzte Show go on, oder? Genau. Und falls ihr zu viel Geld habt und den Ansgar unterstützen wollt, Donate-Button klicken und ihm einfach Ja, mal, natürlich. ja, ja, kleine Immer gerne. vierstellige Beträge werden gerne angenommen. Wie auch immer. Gut, dann bedanke ich mich auch bei den Teilnehmern soweit. Hier nochmal die Rückmeldung. Sehr sympathischer Entwickler wird darüber gemacht oder Oh, vielen rübergeschrieben. Dank. Gebe ich natürlich auch gerne weiter. Und natürlich auch vielen Dank für den Einblick in die Welt von Heidi. Nicht von Heidi Klum, das habe ich jetzt auch gelernt. Sprachqualität, Aufzeichnung und so weiter waren sehr gut. Gut, prima. Schönen Feierabend. Wünscht uns auch hier Christian Ort, darf ich zurückgeben. Und dann können wir es an der Stelle auch beenden. Danke dir, Ansgar. Bis dann mal. Ja, danke auch. Matthias. Tschüss. Ciao.